Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. Bist du auch manchmal unzufrieden, weil du gar nicht so richtig weißt, wann, wie oft und wie du eigentlich Klavier üben sollst? In diesem Video habe ich 5 Tipps für dich, die du beim Klavierüben beachten solltest. Tipp Nummer 1: Übe regelmäßig. Jetzt denkst du dir vielleicht, aber mein Tag ist schon komplett voll. Ich weiß gar nicht, wann ich das noch überhaupt alles unterkriegen soll. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du das Üben als Routine in deinen Tag integrierst. Das gelingt am besten, indem du das Klavierüben mit bereits bestehenden Routinen verknüpfst. Ja? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, jeden Morgen um 7 Uhr aufstehst und dir um 7:15 Uhr jeden Morgen immer einen Tee kochst, dann setze dir zum Ziel, jeden Morgen, nachdem du dir diesen Tee gekocht hast, das ist dann das Zeichen, also das Signal, dass du dich dann ans Klavier setzt. Wenn du dir diese Gewohnheit aufbauen möchtest, dann fang am besten erstmal wirklich klein an, damit du dich am Anfang jetzt nicht gleich überforderst. Ja? Sonst kann es passieren, dass du es dann eben doch nicht durchziehst. Also fang am besten einfach erstmal mit 5 Minuten an, und wenn das schon zu viel sein sollte, dann nimmst du halt erstmal 2 Minuten, ja? Also das kann man ja dann noch beliebig steigern. Hauptsache, du schaffst es erstmal regelmäßig zu einer bestimmten Zeit am Klavier zu sitzen. Übrigens, wenn du regelmäßig ans Klavierspielen erinnert werden möchtest, sodass du dein Ziel wirklich nicht aus den Augen verlierst, dann abonniere jetzt gleich meinen Kanal. Aktiviere auch das kleine Glöckchen, damit du die neuen Videos immer automatisch angezeigt bekommst. Kommen wir zum nächsten Punkt, der ein bisschen an den ersten Punkt anknüpft. Ich gebe immer wieder den Rat, lieber 5-mal die Woche wirklich konzentriert 10 bis 15 Minuten zu üben, anstatt dann eben einmal am Wochenende für 2 Stunden am Stück. Weil längeres Üben ist halt nicht unbedingt besser, weil die Konzentration echt schnell nachlässt. Also beobachte dich ruhig mal selbst, ja, wie das bei dir so ist. Mir persönlich geht es so, dass wenn ich halt zu lange spiele, dass ich dann wirklich total anfange abzudriften. Ja, dann sitze ich total verträumt am Klavier und merke dann gar nicht, wie dann so Stück für Stück die Zeit davon rieselt. Ja? Und was das Üben angeht, da ist es natürlich total fatal, dann so gedankenlos vor sich hin zu spielen, weil man beim Üben halt wirklich möglichst aktiv mitdenken sollte. Punkt Nummer 3. Mach wirklich einen Unterschied zwischen dem effektiven, konzentrierten Klavierüben und dem Klavierspielen zum reinen Genießen, ja? Und sei dir da wirklich bewusst drüber, wann du eben was machst, ja? Also üben bedeutet, etwas zu spielen und zu wiederholen, was du eben noch nicht so gut kannst, und Klavierspielen zur Entspannung. Das bedeutet eben, auf Sachen zurückzugreifen, die du schon total gut verinnerlicht hast, sodass du eben dann ohne Anstrengung und ohne groß nachdenken zu müssen spielen kannst. Und dadurch kannst du es dann eben auch richtig genießen. Tipp Nummer 4. Mach unbedingt dein Handy aus. Wie oft ertappe ich mich selbst dabei, dass ich eigentlich üben wollte und dann irgendwie mit dem Handy halb über der Klaviertastatur hänge, ja? Und ich muss sagen, es ist wirklich schwer. Also leg das Handy idealerweise am besten gleich in einen ganz anderen Raum. Wenn du jetzt mit YouTube lernst, dann setz dir wirklich die Vereinbarung, nicht auf andere Dinge zu reagieren. Ja? Also egal, ob dir jetzt jemand auf WhatsApp geschrieben hat oder sonst was. Ja? Das Internet steckt wirklich voller Ablenkungen, und dann kann es halt schnell passieren, dass du eigentlich ein Klaviertutorial machen wolltest und dann landest du wo ganz anders. Ja? Als letzten Tipp empfehle ich dir, nach einem bestimmten System zu lernen, also nach einer bestimmten Vorgehensweise. Am besten, du denkst dir sowas wie so einen vorgefertigten Ablauf zum Üben aus. Und diesen wiederholst du dann immer und immer wieder für eine bestimmte Zeit. Und du kannst es zum Beispiel auch so machen, dass du dir alle 3 Monate einen neuen Übungsschwerpunkt festlegst, nach dem du dann arbeitest.
Das Wichtigste ist einfach, dass wenn du dich ans Klavier setzt, dass du dann eben nicht noch lange darüber nachdenken musst, was für Übungen du jetzt überhaupt machen könntest. Also stell dir das einfach mal so vor, wie wenn du jetzt morgens so ein Workout machen würdest, ja? Und dann weißt du ganz genau deinen Ablauf, den du jeden Morgen machst. Also zum Beispiel machst du erstmal ein paar Dehnübungen, dann machst du genau diese 5 bis 10 Übungen mit jeweils 30 Wiederholungen. Und dann, um das Workout abzuschließen, machst du vielleicht noch mal 3 bis 4 Übungen an der Faszienrolle. Ja? Also da hast du ja auch einen ganz klaren und ganz vorgefertigten Ablauf. Ja? Und so eine Überroutine kannst du dir eben auch fürs Klavier überlegen und dann weißt du eben genau, ja, wenn du die dann immer wieder wiederholst, dann wirst du auf jeden Fall bemerken, dass sich das Gelernte auch wirklich festsetzt und dass du das immer besser verinnerlichst. Wenn dieses Video interessant für dich war, dann habe ich jetzt hier nochmal eine Playlist für dich eingeblendet. Schau doch gerne mal rein. In dieser Playlist erwarten dich jede Menge weitere tolle Tipps und Tricks zum Thema Klavierspielen lernen.